Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt Neues aus dem Hause DJI, denn die möchten jetzt noch diesen Sommer die DJI Mini 2 SE veröffentlichen. Was dahinter steckt, was sie hat und was sie nicht hat, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich habe extra noch ein paar Tage gewartet mit diesem Video, bis sich die Meldung bestätigt, aber es sieht so aus, dass DJI noch diesen Sommer die DJI Mini 2 SE auf den Markt bringen möchte. Das Ganze wird noch passieren vor der Veröffentlichung der DJI Mini 3, was im Oktober, November diesen Jahres soweit ist. Wen das interessiert, der kann sich sehr gerne mein Video zur DJI Mini 3 hier oben verlinkt anschauen und wir gucken uns jetzt erstmal die DJI Mini 2 SE an. Und so soll die neue DJI-Version aussehen. Über das Warum machen wir uns jetzt mal keine Gedanken, dazu später. Aber jetzt erstmal die Nachricht, so wie sie aktuell im Netz zu finden ist. Die amerikanische Supermarktkette Walmart kann man vergleichen mit Real hier in Deutschland. Die hatte ein Angebot auf der Webseite veröffentlicht, in dem die DJI Mini SE beschrieben wurde. Und es ist mittlerweile nicht mehr unüblich, dass DJI seine Drohnen relativ kurzfristig präsentiert. Darum wundert mich dieses Angebot auch nicht, aber jetzt zu den Fakten der neuen DJI Mini SE. Von der Bauform unterscheidet diese sich kaum von der jetzigen Mini 2. Der größte Unterschied ist hier aber die Kameraauflösung. Im Gegenteil zur Mini 2 hat sie nur eine Maximalauflösung von 2,7K 30 FPS. In den HD-Auflösungen geht das Ganze bis maximal 60 FPS sowie 12 Megapixel bei den Fotos, das Ganze dann im JPEG und RAW-Format und einigen Quickshot-Features, die man beigelegt hat, wie Drohne, Circle, Helix und Rocket. Sie wird 249 Gramm schwer bzw. leicht sein, hat einen 3-Achsen-Gimbal, 30 Minuten Flugzeit beim Akku, 4 Kilometer Reichweite, Wi-Fi, Bluetooth und GPS und natürlich auch die Return-to-Home-Funktion. Und in Zukunft wird es so sein, dass wenn du eine DJI Mini 2 oder Mini-Drohne kaufen möchtest, du die Möglichkeit hast, aus 3 möglichen Angeboten zu wählen. Zum einen gibt es immer noch die Mavic Mini im Combo-Pack. Und mittlerweile kostet die Mavic Mini im Combo-Pack mit dem alten Controller, 3 Akkus und etwas Zubehör 399 €. So, dann kommt sozusagen jetzt die neue Mini SE mit einem Akku, ebenfalls 2,7K an maximaler Bildqualität plus den neuen Controller zum Preis von 299 €. Und dann gibt es natürlich unsere bekannte Mini 2, die wirklich jetzt auch die Mini 2 ist, als Einzelpreis mit 4K-Auflösung und 2,7K 60 FPS. Das haben die anderen beiden nicht. Zum Preis von 459 € in der Einzelversion und 599 € im Combo-Pack. Da sind dann 3 Akkus mit drin, der Controller ist mit drin und etwas Zubehör. So ähnlich wie bei Apple kann man dann auch in Zukunft, wie gesagt, bei seinen DJI Mini-Drohnen wählen. Ob das so ratsam ist, was DJI da jetzt macht, darüber wollen wir jetzt diskutieren. Gibt es die Möglichkeit, wirklich aus 3 Drohnen zu wählen oder würde jetzt eigentlich wirklich, was ich finde, die normale Mavic Mini im Combo-Pack, zack, 399 € oder 599 €, wenn du 4K haben willst. Eigentlich reicht's, aber vielleicht ist ja der Markt doch noch für ein Mittelstück in irgendeiner Form offen. Man weiß es nicht. Ich meine, das Kaufangebot wird eigentlich nur über den Preis entschieden. Wenn man jetzt Einsteiger ist, ich kann es auch ein bisschen verstehen, wenn man jetzt Einsteiger ist, dann ist es so, was soll ich so viel Geld ausgeben? Ich habe noch einen alten Apple-Rechner rumzustehen und ich habe ebenfalls vielleicht noch einen alten PC rumzustehen. Klar habe ich 2,7K an Bildqualität, kann aber mit den alten PCs oder Apple-Geräten gar keine 4K schneiden, sondern bin da maximal mit HD dabei. Und dann sind natürlich wieder 2,7K mit dem neuen Controller eine ideale Einsteigerversion, anstatt quasi der alte Controller, der wirklich nicht mehr so viel hergibt. Dann natürlich mit der Mavic Mini. Also da kann ich sozusagen in irgendeiner Form vielleicht DJI verstehen, warum jetzt nochmal so ein Nischen-Mittelprodukt hierher kommt. Und gleichzeitig verstehe ich die natürlich auch, aber das bringt nach hinten Raum auch nichts, denn es gibt ja auch mittlerweile die Hubsan Mini Pro.
Die hat coole Specs und ist eine richtige Konkurrenz zur DJI Mini 2. Dann gibt es noch die Fimi X8 Mini, die ist ebenfalls schon auf den Markt, kostet in der Regel so um die 350 €, hat aber 4K und die gleichen Specs, die jetzt sozusagen auch die DJI Mini 2 hat, nur da ist sogar Follow Me bzw. Tracking mit dabei und DJI möchte jetzt wahrscheinlich hier so ein Mittelprodukt stellen, bevor sie die DJI Mini 3 veröffentlicht, dass vielleicht Einsteiger nochmal zum günstigen Preis von 299 € hier eine Drohne kaufen können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kommt diese Version überhaupt auf den europäischen Kontinent? Denn bisher war es ja so gewesen, dass DJI seine neuen Produkte weltweit gleichzeitig veröffentlicht hat, aber diese Geschichte gab es halt nur in Amerika. Walmart lädt ein neues Angebot für die DJI Mini 2 SE hoch und in Europa ist noch gar nichts passiert. Oder war es vielleicht ein richtig lustiger, durchdachter Marketing-Gag von DJI? Kann natürlich auch sein, um die Käuferresonanz einfach mal auszutesten. Wie reagieren die Kunden drauf, beziehungsweise die YouTuber? Natürlich haben sich viele drauf gestürzt, unter anderem auch ich. Aber mittlerweile ist der Link nämlich nicht mehr gültig. Das heißt, wenn du jetzt auf das Angebot klickst, was vor 2-3 Tagen noch im Netz stand, dann erhältst du jetzt keine DJI Mini 2 SE mehr. Also wir bleiben auf alle Fälle dran und es bleibt noch spannend, was da sozusagen jetzt passiert. Gucken wir mal. Also vielleicht kriegst du in Zukunft wirklich die Mavic Mini im Combo-Pack, dann kriegst du noch die Mini 2 SE oder die 4K-Version von der DJI Mini 2 zu unterschiedlichen Preisverhältnissen. Ich meine, es lohnt sich ja eigentlich auch, wenn du als Einsteiger quasi für unter 300 € eine gute DJI-Drohne kaufen kannst. Warum eigentlich nicht? Einen anderen Sinn verspüre ich eigentlich nicht dahinter, außer dass man jetzt sozusagen die Konkurrenz von Fimi und Hubsan natürlich im Nacken hat, denn die haben beide eine ähnliche Mini-Drohne, die auch unter 250 Gramm wiegt und da gibt es mal Konkurrenz und das ist auch gar nicht mal so schlecht, denn das belebt das Geschäft. Also in Zukunft werden wir gucken, was passieren sollte mit der DJI Mini 2 SE. Was haltet ihr davon? Würdet ihr so ein Nischenprodukt kaufen oder findet ihr das totalen Unsinn? Seid so lieb, schreibt es direkt in meine Kommentare. Mich interessiert's. Und damit war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Gern bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch eine entspannte Zeit und sage Tschüss, bye bye und winke, winke.